Servus. Hallo und herzlich willkommen zu Trailsammler, dem YouTube-Kanal für Mountainbike-Videos aus der Fahrerperspektive. Heute sammle ich das zweite Mal in Freiburg. Vielleicht habt ihr die erste Episode gesehen, in der ich den Moonrising Trail vom Schauinsland zeige. Nein? Dann kommt hier der Link. Der heutige Trail schließt direkt an den Moonrising an und nennt sich Canadian Trail. Canadian deshalb, weil es der Verein Mountainbike Freiburg geschafft hat, 4 professionelle Trailbauer aus British Columbia in Kanada zu uns ins Ländle zu locken. Startpunkt des Canadian Trails ist der Kübfelsensattel mit Sektion 0, der sogenannte Schwarzkopf. Das ist auch gleich der Gipfel vom Kübfelsen. Von hier bin ich auch gestartet. Der Weg hierher war, sofern man ihn pedaliert, sportlich anspruchsvoll und zusätzlich mit einer Tragepassage gespickt. Belohnung für die Mühen waren neben dem Traileinstieg bei Sektion 0 aber auch der wunderbare Ausblick vom Kübfelsen. Wie bereits erwähnt, gibt es vom Schauinsland her eine Anbindung über den Badisch Moonrising Trail. Man kann beide Trails also wunderbar kombinieren. Die Sektion 0, die ihr jetzt gerade seht, ist teilweise sehr steil und technisch anspruchsvoll. Es gibt aber auch einen einfacheren Uphill vom Ausgang des Moonrising Trails, der auch zum Canadian Trail führt und die Sektion 0 auslässt. Servus. Führt der hier auf den Canadian Trail oder ist das eine andere Variante? Nee, das ist Sektion 0. Also wenn du da runterfährst und gerade raus weiterfährst, kommst du direkt auf den Canadian. Super. Irgendwelche gefährlichen Sachen hier? Ja, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller gleich. Nochmal? Okay. Es lohnt sich immer, wenn man einen Trail das erste Mal fährt, sich bei anderen Bikern zum Trailverlauf und technischen Anspruch zu erkundigen. Ich bin froh, dass ich das hier getan habe, da hinter der nächsten Kurve ein ziemlich steiles und verblocktes Steinfeld wartete. Danke. Dass der gute Mann, der mir gerade Auskunft gegeben hatte, extra angehalten hat, um seine Protektoren anzulegen, konnte ich zu diesem Zeitpunkt sehr gut nachvollziehen. Ich würde je nach Fahrweise definitiv empfehlen, auf dem Canadian Trail Protektoren zu tragen. Dieser Gegenanstieg, der jetzt im Zeitraffer läuft, ist der letzte dieses Umfangs, bevor der Canadian Trail sich bergab schlängelt. Viel Spaß bei der Abfahrt, euer Trailsammler. Also, ciao. Servus. Ich möchte hier kurz erwähnen, dass ich bis auf die Sektion 0 den Canadian bereits einmal gefahren bin und ungefähr wusste, was mich erwartet. Mal abgesehen von dem Spaß, einen unbekannten Trail zu fahren und die Dinge einfach auf sich zukommen zu lassen, würde ich bei diesem Trail zu einer, nennen wir es mal, Erkundungsabfahrt raten.
Servus. So ein Gegenanstieg gibt dann doch eine gute Gelegenheit, über sein Hobby nachzudenken. Warum mache ich das eigentlich? Am Ende des Tages, um bergab zu fahren. Und dafür lohnt es sich, bergan die Pumpe anzuschmeißen. Hi. Soweit so gut, oder? In dieser Sektion sieht man die Trailbeschaffenheit sehr gut. Leider gibt es schon viele Bremswellen, mit denen man sich arrangieren muss. Der Trail ist dennoch so gut gebaut, dass man zu jeder Zeit Spaß haben kann. Vor allem dann, wenn man ihn schon einmal gefahren ist. Ist das ein Sprung? Servus. Den kommenden Anstieg möchte ich mit einer Überlegung überbrücken. Wenn man nun also auf fremden Trails unterwegs ist und selbst genau weiß, wie viel Arbeit und Schweiß im Streckenbau steckt, so könnte es einem in den Kopf kommen, sich irgendwie und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten zu bedanken. Im Bikepark löhnt man schließlich bereitwillig Dutzende Euro an einem Tag. Warum also nicht etwas an den Verein zurückgeben, der die Erschließung und Erbauung eines so umfangreichen Trailnetzes wie in Freiburg ermöglicht hat? Ich für meinen Teil habe den Freiburger Mountainbike-Verein kontaktiert und eine kleine Summe überwiesen. Damit ist mein Mountainbike-Karma definitiv wieder im Lot. Und auf dem Trail geht's jetzt auch wieder weiter.
Den letzten Anstieg spare ich euch in voller Länge und ihr könnt euch auf die letzten 3 Minuten des Canadian Trails freuen. Hier endet nun gleich der Trail und für mich ein wunderbarer Tag in Freiburg. Ich kann es nur jedem empfehlen, hierher zu fahren. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage auf bald, euer Trailsammler.